umhüllt von französischer Eiche und haben hier 3 Tage lang das Taomé-Symposium gefeiert, würde ich fast sagen. Change in the Making war der Titel in diesem Jahr. Und es ging wirklich um die verschiedensten Aspekte von Veränderung. Wie kommen wir in die Veränderung? Wie können wir unsere Institutionen verändern? Wen brauchen wir dafür? Wie sehen Prozesse aus? Das heißt, wie können wir eigentlich lernen, was zu sehen, was für uns bislang unsichtbar ist? Das ist die Frage. Hast du eine Antwort? Für mich war das erste Mal, dass ich in so einem Forum über mein Thema, also das Leben als Musiker mit Handicap, gesprochen habe. So in so einem Rahmen. Und das hat mir Mut gemacht, dass eben aus jedem Bereich diese Menschen da waren und dieses geteilt haben und so viel, dass man so viel Zuspruch bekommen hat. Es ist erstaunlich, wie gerade in renommierten Sälen Europas das Thema Barrierefreiheit oft stiefmütterlich behandelt wird. Für das Publikum wird in puncto Barrierefreiheit sehr viel veranlasst. Sobald man sich aber auf die andere Seite, also Backstage, begibt, könnte man denken, dass es keine Menschen mit Handicap unter den KünstlerInnen gibt. But I think the keynotes that we've had, especially yesterday with Chi-Chi, was really inspirational, and I just loved it. It was kind of, yeah, just do it and find the joy in doing it. Don't allow what you see now to limit who you become later. To be included and see yourself represented anywhere and everywhere, be it in a store, a restaurant, or a concert hall, and know that you belong is fundamental. Belonging is a basic human need. Everybody deserves that. In the classical music industry, we have a real problem with diversity. Year after year, we see the same people becoming professional musicians from the same backgrounds and cultures. Black people, people of colour, don't need to be given a job because of their colour of their skin. They need to be given a job. They need to be given the opportunity to show that they can do the job. You know. Also ich fand das heute sehr interessant, also bei der Keynote heute Morgen habe ich mich so an meine eigene Geschichte erinnert gefühlt, obwohl es um was ganz anderes ging. Es ging um Rassismus und so weiter. Und letztendlich aber die Gefühle oder beziehungsweise diese Situationen, die diese Missstände hervorrufen, sind relativ ähnlich. Also es geht jedes Mal um ein anderes Thema, aber am Schluss ist es der Effekt, den diese Dinge auslösen, ist relativ ähnlich. Und das fand ich was doch ganz, ganz faszinierend. Taomé ist der Dialog untereinander, unter den Teilnehmenden, total wichtig. Wir haben dafür verschiedenste Formate, analog, digital, auch in diesem Jahr hochgehalten. Das heißt, die Impulse von vorne aufzunehmen, sie sacken zu lassen, dann zu reagieren, wie kann ich das in meine Realität übertragen, miteinander darüber zu reden, was sind die Herausforderungen, das wieder nach vorne zu bringen. Das hat meines Erachtens ganz gut funktioniert und sollten wir auch weiter darauf aufbauen. Because there's this notion of comfort you used is often misused. Yes, we need comfort, existential comfort also in the climate crisis, but this does not mean false comfort in the sense of closing our eyes to it. Yeah, I mean, I completely see your point there, Manuel. And I've heard this debate before as well, because, and I guess the other side, the flip side of it, is that people will say, well, if you want reality, you watch the news, and that, or you know, you do your own research, and it'll give you the numbers. Whereas the space for art is a space for comfort, and it has been traditionally. People who are here, who have been talking about these issues, are people who have experienced and a lot of knowledge. And to be able to be here in person again and to be listening to them and the depth of conversations, it was incredible. And I think more of this needs to happen, hopefully more in person, hopefully more hybrid events as well, hopefully so that more people can listen. Wenn wir als Führungskräfte keine Vorstellungskraft davon haben, was Orte, Menschen und Städte sein können, dann, glaube ich, kann ein Wandel nicht gelingen. Und das ist etwas, was man lernen muss.
Man muss in einen Raum gehen können und sich vorstellen können, was das sein könnte. Die Strukturen in den großen Konzerthäusern, wie kann man die aufbrechen, wie kann man diese großen Hierarchien verkleinern, das sind so Sachen, mit denen ja ganz viele zu kämpfen oder sich damit auseinanderzusetzen haben. Und dann zu hören, wie es auch anders geht und wie man Vertrauen bekommt und wie man auch so eine Fehlerkultur etabliert, das ist natürlich mutmachend. Es ist in meinem Fall, ich muss zuhören und zuhören können. Genau was Lydia auch am Anfang gesagt hat. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Aber es gibt nicht ein allgemeines Rezept, wie man mit Beschwerden umgeht, weil jede Beschwerde ist etwas anderes. Taomé ist jetzt so 14 Jahre unterwegs und man kann schon deutlich sehen, dass, wenn wir es vergleichen mit 2020, was gerade die 2 Wochen vor der Pandemie war, dann ist es ein kompletter Paradigmenwechsel. Und einige Leute, die hier waren, haben gedacht, ich dachte, es ist über Music Education und haben total andere Sujets und andere Diskussionssachen bekommen. Ich finde es unglaublich spannend, um gerade jetzt diese anderen Themen einzusetzen. Inspirierend, also in einem Wort, glaube ich, kann ich das gut zusammenfassen. Es war wahnsinnig inspirierend und motivierend und total schön. Meine Quintessenz ist, es gibt keinen Wandel, wenn ich ihn nicht mache, beschreite, initiiere, vorbereite, einlade. We face change together. We share our learnings, our knowledges, our failings, our successes, and it's by collecting together and facing change together that we can make it a positive experience.